Nina und Paul diskutieren, ob künstliche Intelligenz, KI, den Alltag verbessern oder Probleme schaffen kann. Paul, wie stehst du dazu? Kann künstliche Intelligenz unser Leben verbessern oder bringt sie mehr Risiken mit sich? Ehrlich gesagt sehe ich beide Seiten. Auf der einen Seite macht KI viele Dinge einfacher, auf der anderen Seite gibt es auch viele Gefahren. Das stimmt zwar, aber ich denke, KI hat ein enormes Potenzial, unseren Alltag zu verbessern. Man denke nur an intelligente Assistenten oder medizinische Diagnosen. Da gebe ich dir recht. Gerade im Gesundheitswesen kann KI wirklich Leben retten. Aber was ist mit Datenschutz? Viele Menschen fühlen sich unwohl, wenn ihre Daten ständig analysiert werden. Das ist ein berechtigter Punkt. Ich finde, es muss klare Regeln geben, damit KI sicher und verantwortungsvoll eingesetzt wird. Genau das meine ich. Aber glaubst du, dass sich solche Regeln durchsetzen lassen? Technologie entwickelt sich oft schneller als Gesetze. Absolut. Deshalb ist es wichtig, dass Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten, um ethische Standards zu schaffen. Das sehe ich ein. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Menschen der KI skeptisch gegenüberstehen, weil sie nicht richtig verstehen. Das kann ich nachvollziehen. Vielleicht müsste es mehr Bildungsangebote geben, um den Leuten zu erklären, wie KI funktioniert und welche Vorteile sie bietet. Ganz genau. Aufklärung ist entscheidend. Aber glaubst du, dass KI irgendwann so weit entwickelt sein wird, dass sie Arbeitsplätze ersetzt? Das ist ein heißes Thema. Meiner Meinung nach wird KI viele Jobs verändern, aber sie schafft auch neue Möglichkeiten. Das stimmt. Aber es wird wichtig sein, die Menschen weiterzubilden, damit sie mit dieser Veränderung umgehen können. Absolut. Man müsste Programme anbieten, um Arbeitnehmer in zukunftssicheren Bereichen zu schulen. Das halte ich für sinnvoll. Aber wie siehst du das in kreativen Berufen? Kann KI wirklich menschliche Kreativität ersetzen? Ich denke nicht. KI kann zwar Ideen generieren, aber echte Kreativität und Empathie kommen immer vom Menschen. Da stimme ich dir zu. Trotzdem könnte KI in kreativen Prozessen unterstützen, zum Beispiel durch automatisierte Designs oder Texte. Ganz genau. Es geht darum, KI als Werkzeug zu nutzen und nicht als Ersatz für menschliche Arbeit. Das sehe ich genauso. Vielleicht sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, wie KI das Leben einfacher machen kann, ohne es zu kontrollieren. Richtig. Es geht darum, eine Balance zu finden zwischen Fortschritt und Verantwortung. Da hast du völlig recht. Vielleicht sollten wir mal ein KI-Programm testen, um besser zu verstehen, wie es funktioniert. Gute Idee. Am Ende ist Bildung der Schlüssel, um KI sinnvoll einzusetzen. Jana und Lukas diskutieren, ob ein Urlaub in der Natur besser ist als ein Städtetrip. Lukas, was meinst du? Ist es erholsamer, in die Natur zu fahren, oder bevorzugst du einen Städtetrip? Ehrlich gesagt bevorzuge ich Städte. Ich finde, sie bieten mehr Abwechslung. Museen, Restaurants und Nachtleben. Das kann ich verstehen. Aber meiner Meinung nach ist die Natur viel entspannender. Man kann abschalten und einfach die Ruhe genießen. Das stimmt zwar, aber glaubst du nicht, dass Natururlaube manchmal langweilig werden können? Ich mag es, ständig etwas Neues zu entdecken. Das sehe ich anders. Ich finde, in der Natur gibt es immer etwas zu erleben. Wandern, Kanufahren oder einfach die Landschaft genießen. Da hast du einen Punkt. Aber was ist mit Komfort? In Städten hat man alles in der Nähe, während man in der Natur oft eingeschränkt ist. Das mag sein, aber für mich macht genau das den Reiz aus.
Man kommt mal raus aus der gewohnten Umgebung und schätzt die einfachen Dinge. Absolut. Aber glaubst du, dass jeder gut mit einem Urlaub in der Natur klarkommt? Manche Menschen brauchen ihre Annehmlichkeiten. Das verstehe ich. Aber es kommt darauf an, wie man den Urlaub plant. Es gibt viele Unterkünfte, die Komfort und Natur verbinden. Das stimmt. Aber glaubst du, dass ein Natururlaub wirklich abwechslungsreich genug ist? Auf jeden Fall. Man kann so viel machen, Sport treiben, Tiere beobachten oder einfach entspannen. Es hängt davon ab, was man sucht. Das sehe ich ein. Aber ich denke, dass Städtetrips kulturell mehr bieten, wie historische Sehenswürdigkeiten oder Kunst. Das stimmt. Aber manchmal ist es genau das, was mich stresst. Ständig unterwegs zu sein und nichts richtig zu genießen. Das kann ich nachvollziehen. Vielleicht ist eine Kombination aus beiden die beste Lösung. Ganz genau. Ein paar Tage in der Stadt und dann ein paar Tage in der Natur. Das wäre ideal. Das klingt nach einem guten Plan. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Super Idee. Am Ende geht es doch darum, das Beste aus beiden Welten zu genießen. Ganz meine Meinung. Und wer weiß, vielleicht entdecke ich ja meine Liebe zur Natur. Und ich könnte herausfinden, ob Städte wirklich so spannend sind, wie du sagst. Das wäre ein spannendes Experiment. Dann planen wir das einfach zusammen. Sarah und Ben diskutieren, ob es besser ist, früh aufzustehen oder abends länger wach zu bleiben. Ben, wie siehst du das? Sind Frühaufsteher wirklich produktiver? Oder ist es auch okay, länger wach zu bleiben? Ehrlich gesagt, halte ich mich für eine Nachteule. Ich finde, dass ich abends kreativer bin und besser arbeiten kann. Das kann ich nachvollziehen. Aber meiner Meinung nach hat der Morgen viele Vorteile. Man hat mehr Energie, um den Tag effektiv zu starten. Das sehe ich anders. Für mich ist es schwer, morgens wach zu werden. Abends habe ich viel mehr Energie. Das ist verständlich. Aber glaubst du nicht, dass der frühe Morgen ideal ist, um Dinge zu erledigen, bevor es hektisch wird? Das mag stimmen, aber ich denke, jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Man sollte arbeiten, wenn man am produktivsten ist. Da stimme ich dir zu. Trotzdem glaube ich, dass Frühaufsteher im Alltag oft Vorteile haben, wie mehr Zeit für Sport oder ein entspanntes Frühstück. Das stimmt zwar, aber glaubst du, dass Nachteulen diese Dinge nicht auch abends erledigen können? Man kann doch flexibel sein. Natürlich. Aber viele Studien zeigen, dass Frühaufsteher oft strukturierter sind und weniger Stress haben. Das ist interessant. Aber glaubst du, dass man seinen Rhythmus ändern kann? Ich denke, es ist schwer, sich an eine neue Routine zu gewöhnen. Das ist nicht einfach, aber es ist möglich. Man müsste langsam früher ins Bett gehen und die Morgenstunden bewusst nutzen. Vielleicht. Aber warum sollte man das tun, wenn man abends genauso produktiv sein kann? Weil der Morgen oft ruhiger ist. Ich finde, das ist eine Chance, Dinge ohne Ablenkung zu erledigen. Das ist ein guter Punkt. Aber glaubst du, dass es im Job wirklich wichtig ist, ob man Frühaufsteher oder Nachteule ist? Ich denke, es hängt vom Beruf ab. Manche Jobs erfordern, dass man früh aufsteht, andere sind flexibler. Genau. In kreativen Berufen könnte man sich seinen Rhythmus selbst aussuchen. Absolut. Aber für den Alltag finde ich es praktisch, den Tag früh zu beginnen. Da hast du recht. Vielleicht sollte ich mal ausprobieren, wie es ist, früher aufzustehen. Gute Idee. Wer weiß, vielleicht gefällt dir die Ruhe am Morgen. Vielleicht. Aber ich glaube, es wird schwierig, meine Gewohnheiten zu ändern. Das verstehe ich.
Aber wie man so schön sagt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das mag sein. Aber Nachteulen können auch erfolgreich sein. Am Ende zählt doch die Leistung, nicht die Uhrzeit. Ganz genau. Jeder sollte das tun, was für ihn am besten funktioniert. Da stimme ich dir zu. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.